Zukunft in dir barg. Meine heutige Empfehlung kommt von der Urlaubsinsel La Gomera. Ich möchte beginnen mit einer Frage und Ihnen eine Frage stellen. Wenn Sie wissen, dass der Körper zu 70% aus Wasser und zu ungefähr 30% aus Mineralien besteht, welche zwei Dinge müssten Sie sich jeden Tag zuführen, um gesund zu bleiben? Wenn Sie antworten mit Wasser und Mineralien, dann haben Sie beide Fragen richtig beantwortet. Der entscheidende Punkt ist hierbei, welches Wasser und welche Mineralien. Über Wasser habe ich schon mit meinem Kollegen Karl-Heinz Außenbaum ein Interview gegeben, was Sie abrufen können unter der eingeblendeten Webseite und auch seinen Vortrag hören, den er selbst gehalten hat über Wasser, basisches Wasser und ionisiertes Wasser. Was brauchen Sie noch zur Gesundheit? Hier auf Gomera, wie Sie sehen, ist viel Sonne. Sonne bringt uns UV-Strahlen und damit Vitamin D, bringt uns Infrarotstrahlen und damit eine Wärme von innen und eine Aufladung mit negativen Ionen, die Sie auch unter anderem bekommen, wenn Sie barfuß gehen. Das heißt, Urlaubsorte wie hier in Gomera sorgen für Sonne, Infrarot, UV-Strahlen, Vitamin D, negative Ionen. Und wenn Sie dann noch gutes Wasser und gutes Salze zu sich nehmen, haben Sie beste Voraussetzungen, dass Sie wieder gesund werden, dass sich Krankheiten heilen auf der Basis dieser natürlichen Mittel. Mineralien, Mineralsalze sind lebensnotwendig und waren in früheren Zeiten sehr viel in den Böden, der inzwischen über die intensive Landwirtschaft fast keine oder nur sehr wenige Mineralsalze enthält. Jeder Bauer weiß, wenn seine Tiere gesund bleiben sollen, brauchen sie Salz. Es gibt Salzblöcke, die die Nutztiere auf ihrer Weide haben, um dort sich genügend Salz zuzuführen. Und zwar nicht nur das, was wir kennen als Tafelsalz, was im Endeffekt ein Abfallprodukt der Chemie ist, mit Rieselhilfen und so weiter, sondern hier sind alle wichtigen 72 Mineralien und Spurenelemente enthalten. Was bei den Tieren so wichtig ist, ist für uns genauso wichtig. Wir brauchen Mineralsalze genauso elementar wie Sauerstoff, wie Sonne, wie UV-Strahlen, wie Infrarot, wie negative Ionen über Bodenkontakt, wie gute Ernährung und so weiter. Mineralsalze sind lebensnotwendig. Alle Völker, die ein langes und gesundes Leben haben, wie die Hunza, wie die Georgier, wie verschiedene Stämme auf der ganzen Welt, sind gesegnet mit Böden, die noch sehr mineralsalzhaltig sind. Wir haben inzwischen nur noch, und das sind wissenschaftliche Ergebnisse, zwischen 5 bis 15% der Mineralien in unserem Körper, die wir eigentlich haben sollten. Und da kann man sich leicht ausrechnen, was es bedeutet, wenn 80% bis 90% der Mineralien fehlen. Ich möchte ein Beispiel nennen und hier möchte ich auch alle Zuhörer, aber auch die Ärzte, Ärztinnen darauf aufmerksam machen, dass zum Beispiel Osteoporose zu 95% nicht als Calciummangel besteht, sondern Osteoporose ist ein Mineralsalzmangel. Und das bedeutet, alle Mineralien, nicht nur Calcium, sondern auch Magnesium, Kalium, Zink, Selen, Mangan, Eisen und so weiter und so fort, aber auch alle Spurenelemente. Wir brauchen sie, um die Knochen wieder aufzubauen. Die meisten Ärzte verschreiben nur Calcium und die meisten Menschen, über 90%, haben zu viel Calcium und damit zu wenig im Verhältnis der anderen Mineralien. Daraus entsteht eine ganze Liste
von Erkrankungen, angefangen von Knochenerkrankungen, von Arteriosklerose, von Herzerkrankungen, von Depressionen, von Schlafstörungen, von Restless Legs, von allen möglichen Befindensstörungen bis hin zu Haarausfall, Fingernägel brechen ab und so weiter und so fort. Dies sind Mineralienmängel, die man, wenn man es wirklich lege arte macht, das heißt fachgerecht macht, erstmal eine Mineralanalyse braucht, die man mit den Haaren macht, eine sogenannte Haarmineralanalyse. Und über diese Haarmineralanalyse festzustellen, welche Salze Ihnen fehlen und die sich zuzuführen. Danach, wenn Sie die mal zugeführt haben und das Gleichgewicht wieder im Einklang ist, dann können Sie übergehen, einfach nur noch Meersalz zu essen und Meersalz der Nahrung zuzuführen. Und zwar täglich in Mengen von 3 bis 6 bis manchmal bis 10 Gramm täglich. Wer glaubt, Salz ist schlecht und macht Bluthochdruck, ein Salz ist ein notwendiges Mineral, was dazu führt, dass der Bluthochdruck sich vermindert, dass die Osteoporose weggeht, dass Sie alle möglichen Erkrankungen inklusive Sodbrennen sich reduziert, wenn Sie genügend Natrium, das heißt Salz, zuführen. Ich arbeite zusammen mit einem Institut in Amerika, die schon in den letzten 20 Jahren über 1 Million Haaranalysen gemacht haben und die sehr verlässliche Ergebnisse bringen, die immer wieder reproduzierbar sind. Und diese Haarmineralanalyse sagt aus, dass die meisten 90% über zu viel Calcium und zu wenig andere Mineralien verfügen. Wenn man hier Calcium gibt, verschlechtert sich die Lage und Osteoporose und all die genannten Erkrankungen verschlechtern und verschlimmern sich. Es braucht also ionisierte Mineralien, die man nach der Haaranalyse, nach dem Ergebnis einnehmen sollte. Und erst dann kann man dazu übergehen, Salze wie Meersalz, Himalayasalz in ausreichender Menge sich zuzuführen. Wenn Sie darüber mehr Informationen haben wollen, gehen Sie auf meine Webseite bzw. schreiben Sie eine E-Mail an meine E-Mail-Adresse, die eingeblendet ist. Und ich möchte noch schließen, nochmal mit demselben Ergebnis. Die wichtigsten 2 Dinge, die Sie sich täglich zuführen sollten, sind gutes Wasser, ionisiertes Wasser und ionisierte Mineralien. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und alles Gute für Ihre Gesundheit. Komm schon, steh endlich auf. Nimm Kontakt mit der Erde um dich auf. Spür die Wurzeln deiner Herkunft. Nimm die Kraft daraus und geh in deine Zukunft.